Ich zeige euch, wie ihr noch heute schnell eine dreistöckige Torte mit 3 verschiedenen Füllungen machen könnt. Ihr braucht nicht zu backen, denn alle Zutaten gibt es in jedem Supermarkt zu kaufen. Außerdem zeige ich, was ihr bei der Dekoration einer dreistöckigen Torte mit Früchten oder Blumen beachten müsst. Los geht's! So, hier sind jetzt erstmal auf einen Blick die Zutaten zu sehen, die ich eingekauft habe. Die Zutatenliste mit den Mengenangaben findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Jetzt geht's los, die komplette Menge Vanillequark in eine große Schüssel umfüllen. Dieser Vanillequark wird für die gesamte Torte zum Füllen und zum Einstreichen verwendet. Sahne steif einstreuen. Eine Dose Mandarinorangen abtropfen lassen. Und einen Teil des Vanillequarks in eine Gefriertüte oder einen Spritzbeutel umfüllen, verschließen und erstmal beiseite stellen, brauchen wir später. Eine Packung hellen Wiener Bohnen aufschneiden und die Lagen jetzt vorsichtig voneinander trennen. Und die Backkruste zwischen den einzelnen Lagen immer möglichst gut abschneiden, das sieht später beim Anschneiden der Torte einfach schöner aus. Nun auf jede Lage Sahne steif streuen, weil dies das Durchsickern der Feuchtigkeit, die aus dem Quark und den Dosenfrüchten kommt, vermindert. Ich habe mal einen Test für euch gemacht. Auf dem linken Küchenpapier stand ein Tortenstück ohne Sahne steif und auf dem rechten Küchenpapier ein Tortenstück mit Sahne steif bestreut. Nun wieder zurück zu unserer Torte. Eine Schicht Vanillequark auf die unterste Lage streichen und eine zweite Lage da drauf legen. Den Rand knapp abschneiden. Dann ist die erste Lage der untersten Etage fertig. Nun diese Lage wieder mit Sahne steif bestreuen und mit dem Vanillequark einen Rand aufspritzen. 2 bis 3 Esslöffel von diesem Vanillequark auf der Lage verteilen und die Mandarinorangen halbiert auf dem Quark verteilen. So, jetzt ist also die erste Lage für die unterste Etage fertig. Nun folgt die zweite Lage, die genauso wie die erste hergestellt wird. Die unterste Etage der Hochzeitstorte ist jetzt fertig und hierfür wurden 2 Packungen Wiener Boden verbraucht. Mit dem Vanillequark wird jetzt die gesamte Etage rundherum eingestrichen. Zwischendurch die Winkelpalette immer säubern, um die Krümel so wenig wie möglich im Quark oder an der Torte zu verteilen. Das ist ganz wichtig. Auch die Torte oben am Rand etwas einstreichen. In der Mitte ist es nicht nötig, weil hier ja die zweite Etage draufgesetzt wird. Da die mittlere Etage einen kleineren Durchmesser hat als die unterste, nämlich ca. 20 cm, müssen die Lagen kleiner geschnitten werden. Hierfür nehme ich als Schablone die Tortenunterlage, die ich später unter die mittlere Etage lege. Diese Tortenunterlage muss unbedingt stabil sein. Das kann eine zugeschnittene Leichtschaumplatte sein, so wie hier zu sehen, oder eine gekaufte. Sonst alles so machen wie bereits bei der ersten Etage.
Früchten dekoriert werden. Ich habe die schönsten ausgesucht und vorsichtig gewaschen. Beim Kauf der Früchte darauf achten, dass es eine schöne harmonische Farbzusammenstellung gibt. Also nicht zum Beispiel nur gelbe Früchte kaufen. Hier bereite ich die Früchte vor. Feigen und Erdbeeren beispielsweise sehen von innen schöner aus als von außen. Wenn die Früchte im Zickzack-Schema angeordnet werden, wirkt das Gesamtbild der Torte harmonisch. Außerdem wird mit dieser Methode nicht so viel Zeit beim Dekorieren verbraucht, gerade wenn die Zeit knapp ist. Das gleiche gilt bei einer Dekoration mit Blumen. Hierzu noch eine kurze Bemerkung. Bitte nie die Blumen direkt mit dem Stiel in die Torte stecken, sondern immer geschützt. Genaues hierzu erkläre ich in meinem Buch, das ich am Ende des Videos kurz vorstelle. So, jetzt folgt der letzte Schritt der Dekoration. Hierfür 60 Gramm Vollmilchschokolade und 30 Gramm Butter im heißen Wasserbad schmelzen, in eine Spritztüte umfüllen und erstmal bei ein paar Minuten stehen lassen. Probiert erstmal am Rand einer Schüssel, dass die Schokolade nicht noch zu flüssig ist und zu schnell herunterläuft, sondern sie sollte langsam herunterlaufen, so wie man hier jetzt sieht. Möchte ich gerne noch etwas loswerden. Natürlich ist diese Last-Minute-Torte kein Ersatz für eine aufwendig hergestellte Hochzeitstorte. Aber es ging ja hier auch nur um eine Lösung für einen Notfall. Wenn ihr eine Anleitung für eine richtige Hochzeitstorte haben möchtet, dann schaut doch mal in mein Buch. Hier beschreibe ich alles Schritt für Schritt, von Anfang bis Ende. Den Link für dieses Buch findet ihr auch unter dem Video in der Beschreibung. Tschüss!